Wir werden immer mal wieder gefragt, was bei uns eigentlich so geht und wie der ganze Prozess abläuft. Dazu fangen wir einfach mal ganz vorne an, nämlich bei dem, wenn ihr uns eine E-Mail oder eine Anfrage schickt. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal zum Patrick und fragen den mal. Patrick, was geht? Naja, ein Kunde hat bei uns angefragt, der interessiert sich für das Bionic Back, geht dann auf den Kunden zu. Ich frage ihn, wo er sich vorgestellt hat, berate ihn entsprechend und gucke dann, welcher Service für ihn am besten passt. Perfekt. Was sind das für Kunden, die bei uns immer anfragen oder oft? Naja, es gibt die unterschiedlichsten Branchen, in denen schwer gehoben wird oder in denen schwer und ungesund gehoben wird. Und dementsprechend können die aus allen möglichen Bereichen kommen, ob das Logistik ist, Bau, Galabau, Kfz-Branche, alles Mögliche. Und wir gucken dann eben, dass wir mit dem Bionic Back die Mitarbeiter in den Unternehmen entlasten. Was sind so für Highlight-Kunden, die bei uns anfragen? Ich würde sagen, jeder Kunde ist ein Highlight für sich. In jedem Unternehmen sieht es ein bisschen unterschiedlich aus. Im Großen und Ganzen haben die Mitarbeiter oft das Bedürfnis und wünschen sich mehr Lebensqualität. Und das Schöne ist an unserem Produkt, dass wir den Leuten auch dann wirklich helfen können. Das ist für mich das Besondere. Sehr cool. Was sind so typische Fragen am Anfang? Also die Frage, die am häufigsten kommt, würde ich sagen, ist, passe ich da rein? Und dann kann ich natürlich darauf eingehen, dass unser Bionic Back eine One-Size-Variante ist und für Leute zwischen 1,60 und 1,90 ist. Natürlich haben wir auch eine größere, eine kleinere Version. Und ich würde sagen, das ist die am meisten gestellte Frage. Was sind so klassische Tätigkeiten, wo unser Bionic Back gut passt? Hebetätigkeiten, dynamische Hebetätigkeiten, die vom Boden aufwärts stattfinden. Da weiß man ganz genau, das ist eine klassisch rückenbelastende Tätigkeit. Der Rücken in Mitleidenschaft gezogen wird, weil man eben sehr oft sehr schwer heben muss oder die Frequenz sehr hoch ist oder weil man die Pakete oder die Teile eben meistens ungesund nimmt. Also wie lange muss ein Kunde darauf warten, dass wir uns zum Beispiel bei dem melden oder dass er betreut wird? Also ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich sage, die bleiben bei uns höchstens einen Tag liegen und dann werden die Kunden auf jeden Fall schon mal aufgegriffen, die Anfrage wird bearbeitet. Was glaubst du, geht die Reise noch hin von Exoskelette oder von unserem Exoskelett? Allgemein von den Exoskeletten denke ich, dass wir gerade noch am Anfang stehen. Viele Berufe, viele Branchen, wo viel und schwer gehoben wird, natürlich auch ungesund gehoben wird. Und das wird mit der Zeit nicht weniger, sondern eher mehr und die Arbeitsgewichte gehen auch nach oben und deswegen denke ich, dass die Relevanz von Exoskeletten steigen wird. Okay, Patrick, vielen Dank für die Einblicke. Abschließend noch eine Frage. Wo würdest du gerne noch ein Bionic Back von uns sehen? Bei welchem Kunde? Ja, also was ich direkt im Kopf habe, ich bin großer Fußballfan. Mein Lieblingsverein ist der VfB Stuttgart. Und deswegen wäre es schon cool, vielleicht gibt es da ja auch irgendeinen logistischen Prozess oder irgendwas Vergleichbares, wo das Bionic Back Sinn macht. Und dann wäre es natürlich cool, wenn man beim Lieblingsverein ein paar Bionic Back platzieren könnte. Okay, perfekt. Das heißt, wenn die Anfrage kommt, bist du am Start und dann geht's los, oder? Da bin ich direkt dabei. Alright, Patrick, vielen Dank für deine Auskunft. Gerne. Ich denke, da waren viele Informationen dabei, die spannend sind und dann weiterhin viel Spaß. Danke dir. Wenn der VfB Stuttgart zugehört hat, dann ruft doch einfach mal an, wenn ihr eine passende Anwendung für unser Bionic Back habt. Der Patrick wird sich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir das auch bei euch implementieren. Und apropos Stuttgart, ihr könnt euch das Video hier oben mal anschauen. Das ist nämlich am Stuttgarter Flughafen. Die setzen auch unser System ein. Und wer gar nicht weiß, was ein Exoskelett ist, beziehungsweise unser Bionic Back, der findet hier die Informationen dazu. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Und bis dahin, ciao.